Du hörst Herzenssache, Projektgeflüster mit Madame Fogana, der Podcast, der dich nach Ghana mitnimmt. Christine und Bettina erzählen bewegende Geschichten, plaudern aus dem Nähkästchen und teilen persönliche Erfahrungen. Komm mit auf diese besondere Reise. Los geht's! Ja, hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid und zugeschaltet habt. Ich bin Christine. Ich bin Bettina. Und wir freuen uns, dass wir euch heute mal ein neues Thema präsentieren dürfen, weil ich habe mir eigentlich gedacht, ja, wir hatten schon was gehört mit Brunnen und Toilettenbau, ja, in Apewu. Und dann haben wir ja schon was gehört ganz anfangs mit diesen Projekten, wie sich das realisiert, dass auch Schulen gebaut werden. Aber das sind ja nur zwei so, ich nenne es mal Säulen von Madame Fo. Es gibt ja noch ein paar andere große Spektren, die ihr da unterstützt. Vielleicht magst du da mal kurz was dazu sagen. Ja, letzten Endes ist ja so, dass es nicht von heute auf morgen alles entstanden ist. Genau wie du schon gesagt hast, also durch meinen medizinischen Beruf war die Medizin, Gesundheit so mein erstes Anliegen. Das hat mich überhaupt nach Ghana gebracht. Und dann eben Wasser, weil das automatisch mit Gesundheit zusammenhängt, und dann Hygiene, Toilettenanlagen. Das sind alles Sachen, die ja Hand in Hand gehen. Mit Gesundheit. Dazu kamen dann im Prinzip Speisungsprogramme, hört sich jetzt so groß an, also Schulspeisung im Sinne von guter Ernährung. Ne? Also sauberes Wasser, gesundes Essen geht auch irgendwie Hand in Hand. Und dazu kamen dann Projekte für Menschenrechte, hört sich auch so groß an, also sich darum zu kümmern, dass es eben Menschen gut geht und ihre Rechte eingehalten oder beschützt werden, also eben gerade Kinder. Stichwort Kindersklaverei am Woltersee. Das sind auch alles eben Projekte gewesen, die nach und nach dazugekommen sind, sag ich jetzt mal. Ne? Die eigentlich auf dich zugekommen sind. Ja. So könnte man es eher sagen. Ja, da hast du recht. Du hast ja nicht direkt danach gesucht, sondern sie sind auf dich zugekommen. Ja, das stimmt. Das waren die Einheimischen, die das dann immer an uns herangetragen haben. Durch diese Kinderprojekte dann natürlich auch Patenschaften, klar. Und wenn du dich dann mit Kindern beschäftigst, denkst du an die Zukunft, dann denkst du an die Umwelt. Dann haben wir Projekte dazu gekriegt für den Umweltschutz, also Stichwort Ernährung. Wie ernähren wir uns in Zukunft, ne? Wenn es immer wärmer wird und immer trockener? Und wie schützen wir uns? Stichwort Bäume. Also du kannst sagen, es gibt ja diese Millennium Development Goals, also diese Entwicklungsziele, dass wir in diesem ganzen Bereich im Prinzip in allen Projektsparten unterwegs sind, die Dorfbewohner oder die Einheimischen, die Empfänger unserer Projekte sind oder die dann beantragen bei uns, ich sage immer salopp, haben wollen. Also ob das jetzt Gesundheitsprojekt ist oder ein Hygieneprojekt, ob das eine Schulspeisung ist, Bildung, Krankenhäuser, all diese Dinge machen wir. Und wir sind da ganz breit aufgestellt. Das erlaubt unsere Satzung auch. Also man muss sich ja als Verein oder als Nichtregierungsorganisation, brauchen wir eine Satzung, und da stehen die eben alle drin. Wir haben am Anfang Gesundheit, na klar, also Gesundheit, Bildung, Wasser, das sind ja so Schlagworte, die jedem auch irgendwie was sagen. Und dann haben wir eben Flüchtlinge noch mit reingenommen. Damals gab es große Unruhen in der Elfenbeinküste. Da waren wir tätig in der Brong-Ahafo-Region. Das ist so in der Mitte, mittlerer Westen, sage ich jetzt mal, Ghanas. Das grenzt an die Elfenbeinküste. Wir haben uns also quasi immer dahin entwickelt, wie du gesagt hast, was an uns herangetragen wurde. Wir sind ja nie hingegangen und haben geguckt, oh Mensch, das ist hier im Argen oder das könnte besser laufen, sondern wir gehen dahin, als Madame Fos, wohin wir gerufen werden, als Freunde sozusagen. Genau. Ja? Und das ist jetzt ganz gutes Stichwort, weil, also am Anfang hast du ja mehr so klein und da musst du gucken, wo kriege ich meine Kohle her, dass ich da alles ja irgendwie auch bezahlen muss. Und dann dass man ja da nicht stehen bleibt, weil man hat ja vielleicht mal jemand, der sagt, also ich hätte jetzt eigentlich schon ein bisschen mehr Geld, aber ich möchte natürlich dann auch eine Spendenquittung und ich will das natürlich steuerlich geltend machen. Da entsteht dann ja irgendwann, hast du gesagt, so jetzt müssen wir das irgendwie auf größere Füße stellen. Jetzt muss ich diesen Verein gründen und die nächste Frage wäre dann, und wie kam es dann, dass der Verein Madame Fogana geheißen hat? Der Name muss ja auch irgendwo hergekommen sein. Das sind ja viele Fragen auf einmal. Genau. Wo fangen wir da an? Ja, nein, das stimmt schon. Es spielt ja damit auch rein, dass ich ja nach Ghana gegangen bin und nicht gedacht habe, so ich gehe da jetzt hin und ich
eröffne irgendwas oder ich gründe irgendwas. Das war meine Eigeninitiative aufgrund dessen, was mir von meiner Familie, insbesondere von meinem Opa, einfach beigebracht wurde. Anderen Leuten helfen, für andere da sein, ne, wenn es dir gut geht, teile und so weiter. Das war ja mein erstes Ansinnen. Dann die Begegnung und die lange Zeit in APU, eben in meinem Heimatdorf, wo ich einfach mit den Leuten gelebt habe. Dann kam eins zum anderen, klar, logische Schritte, ne? Kein sauberes Wasser, brauchst sauberes Wasser, hast du nichts zum Händewaschen, hast du nichts zum auf Toilette gehen. Das waren einfach immer so logische Schrittfolgen, ne? Und letzten Endes, wie die Jungfrau zum Kinde eigentlich. Also das war nicht geplant. Es war auch nicht geplant, dass das mal ein Verein wird oder eben eine große Organisation oder so. Ich habe Fügung, Schicksal, wie auch immer man das nennen will und woran so jeder für sich glaubt. Diese Projekte, die wir eben dann gemacht haben, Brunnen, Toilettenanlage, diese Information habe ich ja natürlich mit nach Hause gebracht. Und wie gesagt, damals, im Jahr 2000, für alle, die jetzt unter 20 sind, ganz schwer vorzuvorstellen, gab es kein Internet. Da konnte ich nichts posten, da konnte ich nichts WhatsAppen. Da kam ich nach Hause und habe erzählt, also Vorträge gehalten. Ne? In Hagen, in der Sparkasse durfte ich erzählen und bei ganz vielen anderen Gelegenheiten so. Und dann haben das eben einfach Leute mitbekommen und gesagt, was machst du denn da? Das hört sich ja toll an. Und dann kam es zu jeder schicksalshaften Nacht im allgemeinen Krankenhaus, meinem damaligen Arbeitgeber, hatte ich Nachtschicht und habe mich um einen Patienten gekümmert, gemeinsam, also medizinisch habe ich mich um ihn gekümmert, natürlich mit einem Arzt, aber der kam aus der Justizvollzugsanstalt, also ein, wie sagt man das denn korrekt, ist das ein Häftling oder jemand, der da, ja, also ein Eingesperrter, wie sagt man das denn? Also ein Häftling, ne? Ein Gefangener, Häftling, ja? Dem ging es eben nicht gut und brauchten wir eben Polizeischutz. Und wenn man dann so eine ganze Nacht sich eben um einen Patienten kümmert, natürlich muss der nicht die ganze Zeit daneben sitzen, je nachdem, was er hat. Der Polizist, der eben mitgekommen ist, mit dem habe ich mich dann als Aufpasser, mit dem habe ich mich dann unterhalten. Und so eine Nachtschicht kann insbesondere zwischen 2 und 6 Uhr morgens, das kann ganz schön lang werden. Und dann haben wir uns unterhalten und er hat mir erzählt, er war mal in Kamerun und so kam so eins zum anderen, habe ich ihm eben von Ghana erzählt. Und was wir da alles schon erlebt haben, also klar, ne, wer sich die Folge mit der Brunnenbohrung anhört, das war ja schon ganz schön spannend. Und damals ja auch noch nichts so was man ständig irgendwie gehört hat. Und der hatte einen sehr guten Freund. Und der ist bei der Presse in Hagen, also als Journalist. Und er hat ihm das quasi erzählt. Und so kam es dann zum ersten Zeitungsartikel über mein Engagement, kann man es ja da so nennen. Und dieser Zeitungsartikel war im sogenannten Mantelteil. Das ist der Außenteil einer Zeitschrift, wird also überregional verteilt, erscheint überregional. Und das las, am Frühstückstisch wahrscheinlich, der Stiftungsvorsitzende der Bonita Stiftung, heute Bildungs- und Fürsorgestiftung in Hamm-Minkel. Und von diesem Modeladen, genau. Ja. Und der hat mich dann im Krankenhaus angerufen. Und da bin ich dann quasi fast tot hinten rübergefallen. Ist klar. Vor Schreck. Diese Stiftung hat mich also angerufen und gesagt, sie haben das gelesen. Und das klingt sehr unterstützenswert. Und dann haben die mich eingeladen, die sind sogar zu mir nach Hause gekommen. Also der Stiftungsvorsitzende mit seiner Frau, ja, das stimmt, genau. Da war ich so aufgeregt, also ein Stiftungsvorsitzender, damit hatte ich ja noch keine Berührungspunkte, ja. Der kam zu mir nach Hause und hatte jetzt Interesse für dieses Mini-Engagement da in Ghana. Das war quasi der erste große Sprung. Und die haben dann gesagt, das ist super, das wollen sie unterstützen, aber sie sind halt eine Stiftung. Da muss das natürlich einfach gewisse Regeln erfüllen. Ne? Also macht ja schon Sinn. Man muss es nicht überregulieren, ne? Aber bestimmte Regeln und Gesetzesvorgaben sind halt da und die muss man halt erfüllen. Und da war dann der Verein Stichpunkt sozusagen, wo er sagte, wir können mit Ihnen zusammenarbeiten, aber wir bräuchten dann halt einen offiziellen Partner. Wir können nicht mit Bettina Landgrafe arbeiten, weil wir eben eine Stiftung sind. Aber mit einem Verein können wir arbeiten. Gesagt, getan.
aufgrund meines lieben Opis, der eben die richtigen Leute auch kannte, wie gesagt, das sollte alles so sein. Das kannte wieder einer, der konnte helfen. Ja, klar. Wie damals, dann irgendwann kam einer mit Krankenhausbetten, die wir brauchten. Es kam immer irgendwo einer aus so einem Loch raus, sag ich mal. Weil einer einen kennt, der wieder einen kennt. Der einen kennt und der dann hilft. Klar. Also es kam immer, es fügte sich. Es war nie, Christine, dass ich gesagt habe, so, jetzt setzen wir uns mal hin, jetzt müssen wir doch mal den nächsten Schritt planen. Jetzt müssen wir doch mal auf die Stufe. Das kam immer. Ja. Und dann kam immer von der anderen Seite eben auch die Lösung. In diesem Fall jetzt die Stiftung, weil natürlich klar, eine Toilettenanlage, ein Brunnen, das ließ sich jetzt noch mit den ganzen mittlerweile leeren Taschen der Freunde meiner Großeltern und Familie und meiner leeren Taschen und Freunde nicht mehr realisieren. Da musstest du halt irgendwie auf die nächste Stufe. Und so haben wir dann aus diesem Grunde, muss man einfach sagen, ganz pragmatisch, den Verein gegründet, damit man eben ein Rechtskörper ist, mit dem eine Stiftung einfach denen Geld geben darf, kann. Und der Name, ja, also diese Vereinsgründung, das dauerte natürlich ein bisschen. Das war jetzt nicht eine Woche, es hat ein paar Monate gedauert. Dann bin ich auch mal wieder in der Zwischenzeit nach Ghana und dann war das natürlich in Ghana Thema, weil ich sagte, so Leute, das alles super, was wir gemacht haben, also mit Emanuel in APU gesessen, ne, dann mittlerweile auch schon mit Victor. Victor war Emanuels sehr guter Freund, bester Freund. Und dann saßen wir in APU und haben eben darüber gesprochen, habe ich gesagt, so, das wird jetzt hier professioneller. Wir machen, also es ist jetzt nicht nur mein persönliches Engagement, sondern in Deutschland gründen wir jetzt einen Verein, damit wir eben Geld bekommen können, offiziell. Von Leuten, die es spenden, habe ich Ihnen erklärt, mit der Steuerabzugsfähigkeit und all den Vorteilen, was ja auch okay ist. Und dann war es natürlich klar, wir brauchen einen Namen. Das war in Deutschland dann auch schon mit dem Anwalt, ja, welcher Name, da muss dein Name drin sein. Bettina Landgrafe, Stiftung für e.V. ist jetzt auch nicht so toll. Genau, das so. Sich keiner. Also, ja, aber also es war schon eine ziemliche Diskussion, da erinnere ich mich auch noch lebhaft dran. Es hat mich einige Tränen und Nerven gekostet, weil einfach klar war, das bist ja jetzt du, Bettina. Aktuell bist das du bist nach Ghana geflogen, du bist hier unser Transmitter, so bezeichne ich mich auch immer noch. Ne? Ich bin ja der Transmitter zwischen da und hier. Die Jungs und meine Jungs, die wissen da ganz genau, was sie da schon alles machen müssen. Und ich vermittle halt zwischen da und hier. Also hier ist Deutschland, im Moment München. So. Und dann war irgendwie, dann saßen wir und haben uns überlegt und natürlich so mit Wörtern, ne, wie man das so macht. Jeder, der so mal was gemacht hat, Brainstorming, der irgendwie mal was gegründet hat oder auch einen Namen für ein Kind oder so sucht, dann überlegst du und hin und her. Und wir saßen da halt, ihr müsst euch das vorstellen, in diesem Dorf, in diesem Innenhof von unserem Compound-Haus. Und es ging hin und her und diskutiert und die Leute hörten zu und es geht da immer mal einer vorbei. Und dann kam der Chief und sagte, was diskutiert ihr denn hier? Was ist denn los? Und dann hat, also ich habe es ihm bestimmt nicht übersetzt auf Twi, also Emanuel oder Victor, einer von denen hat dann gesagt, naja, wir suchen den Namen für unsere Organisation. Also wir müssen einen Verein gründen, hat er ihm dann erklärt. Und dann sagte er, wieso ist doch klar, wie er heißt? Madamfo. Ihr seid unsere Freunde. Also Ashanti Twi, eine der lokalen Sprachen in Ghana ist Twi. Und da heißt das Wort Madamfo Freund, Freunde. Das war für den, der kam vorbei, wieder so eine Fügung und sagte, ja, ist doch klar, ihr seid unsere Freunde, ne? Ihr seid Madamfo. Deswegen Madamfo Ghanas, die Freunde Ghanas. Das kam erstmal in Deutschland gar nicht so gut an, weil alle das natürlich klar, wenn du, also, ne? Weil das Madame Faux auch mit Madame, die Frau, Madame, Madame und so, französisch, wird das auch wahrscheinlich vielleicht oft mal falsch geschrieben. Also ich habe auch immer ein bisschen Erklärungsbedarf, wenn ich dann sage, geht mal auf die Seite Madame Faux und dann geben die das ein wie Madame und FO, dann kommt natürlich nichts. Genau, dann muss man immer ein bisschen erklären. Aber ich sag mal, mittlerweile haben wir ja wirklich, sind wir viele Fans und sind berühmt und ganz viele sagen auch nicht Bettina, sondern Frau Madamfo zu mir. Wie dem auch sei, das hat dann erstmal auch ziemliche Diskussion hervorgerufen, weil wir natürlich auch unser Verein, so mal zur Info, ist wirklich von der Mitgliederzahl ein Mini-Verein, weil es uns ja nicht darum geht, ein Verein zu sein. Also es gibt ja Vereine, deren Vereinszweck eben die Mitglieder sind. Ein Sportverein, wo die Kinder dann turnen sollen und so. Ne? Unser Zweck ist aber auch in der Satzung festgelegt, das Einwerben eben von Mitteln, um diese dann in diesem Fall in Ghana projektbezogen auszugeben. Und das Letzte, was wir wollten, ist ja in Deutschland ein Riesenapparat. Genau das wollten wir ja nicht, sondern es ging ja wirklich um die Rechtsform, dass es alles also hieb- und stichfest und korrekt ist. Aber der
Zweck ist ja das Einwerben von Spenden. Und da sagen wir immer Madamfo, also wenn uns auch jetzt Leute anschreiben, eben 22, 23 Jahre später, du bist ein Madamfo und ein Freund kann ja jeder sein. Da brauche ich keinen Mitgliedsausweis. Und das fühlen sich auch viele so gut aufgehoben, weil sie musst nichts unterschreiben, du musst dich nicht verpflichten. Du bist ein Freund, weißt du? Und das ist dieses Bild, das wir haben. Ein Freund gibt eine helfende Hand, wenn er gebraucht wird. Fragt nicht lang, warum und wie und wo, sondern als Madamfo da hineingeraten. Genau, komm, wir müssen zusammen machen und helfen. Deswegen Madamfo Ghana, die Freunde Ghanas. Und die Projekte, die ich alle so aufgezählt habe, das war natürlich nach und nach. Ne? Also das ist einfach mittlerweile ja meine Lebensgeschichte, aber auch die Geschichte einfach des Vereins und der Organisation in Ghana. Wer da einfach mehr zu wissen möchte, weil das natürlich wichtig ist, einfach wenn ihr wissen wollt, wo eure Gelder hin und her gehen und so weiter, hört sich Folge 1 bis 3 an. Es gibt eben Madamfo Ghana e.V. in Deutschland, also eingetragener Verein. Das kennen ja ganz viele, ne? Das seid ja wer auch immer das hört, in einem Sportverein oder wie auch immer. Und dann haben wir aber die Madamfo Ghana Foundation in Ghana, damit eben legal das Geld von Deutschland, einfach auch diese größeren Summen, die wir jetzt zur Verfügung haben, korrekt und legal überwiesen werden darf. Ne? Und da als Organisation auch ausgegeben werden darf und kann. Und kleiner Nebensatz, dass wir eben in Ghana registriert sind, ermöglicht uns mit der Regierung offiziell auch zusammenarbeiten und zum Beispiel für Projekte auch Personal zu bekommen. Ne? Sodass man in so einem kleinen Nebensatz. Genau, also wird aus allem dann wieder ein guter Schuh. Sag ich mal. Ein kompletter Schuh, genau. Ein kompletter Schuh. Sogar ein ganzes Paar. Ein ganzes Paar. Weil mit einem allein ist auch schwer gehen. Ja. Genau. Ja gut, das war die Folge heute. Ich hoffe, es war wieder interessant für euch. Und schreibt uns einfach, was euch interessiert oder worauf wir noch intensiver eingehen sollen oder vielleicht auch ein ganz neues Thema. Wir sind immer gespannt auf eure Nachrichten an folgende Adresse: podcast@madamfo-ghana.de. Guckt auf unserer Webseite vorbei, gebt einfach Madamfo Ghana oder meinen Namen ein, findet ihr uns, schaut vorbei, macht mit, lasst uns wissen, schreibt uns eine E-Mail, freuen wir uns total. Genau, über jede Art von auch Kritik ist herzlich willkommen, weil man wächst nur mit seinen Aufgaben. Also, bis bald, bis zum nächsten Mal, seid wieder dabei. Tschüss. Ciao.